Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe einen Termin. Ich darf die neue Panamericana Test fahren und ich bin schon ziemlich nervös, freue mich schon tagelang auf diesen Termin und ich nehme euch mal mit. Auf geht's! Als erstes geht es jetzt zum Harley-Händler in Densbüren, um die Pan Am in Empfang zu nehmen. Und dann habe ich den ganzen Nachmittag Zeit, um das Motorradtest zu fahren. Ich bin ja so gespannt. Ich habe da so ein paar Träume, die ich mir erfüllen möchte. Unter anderem möchte ich mal nach Marokko fahren und eigentlich bevorzuge ich kleine Straßen, zum Teil unbefestigte Straßen, und dafür ist halt die Street Bob nicht geeignet. So, da wären wir ja schon. Harley-Aargau in Densbüren. Los geht's. Oh, ich bin so aufgeregt. Meine Güte, oh, ich sehe sie, ich sehe sie. Oh. Ja, die Dämpfung ist sensationell. Spricht sehr fein an, auf jede Unebenheit. Ja, herrlich. Jetzt die Adaptive Ride Height hat auch angesprochen. Da kann ich also bequem mit beiden Füßen flach auf dem Boden. Ich bin 1,78. Das funktioniert also sehr gut. Ja, jetzt kann ich gleich mal schauen, wie sich die Panamericana verhält, so auf Schotter, Kiesstraßen. Also wir sind jetzt einwandfrei. Vermittelt auch viel Sicherheit jetzt beim Fahren. Ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie herumrutscht oder. Aber das Navi ist ja nicht so besonders gut. Da habe ich keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin oder nicht. Ist ja auch egal. Boah. Spricht schön sauber auf den Gasgriff an. Man fühlt sich wohl auf der Maschine. Eieiei. Das ist ja super. Die Bremsen noch testen. Oh ja. Die packen ganz schön zu. Haben einen sauberen Druckpunkt. Vom Drehmoment her natürlich schon ganz was anderes als der Milwaukee 8. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Also passt gut und hat Beschleunigung von ziemlich unten heraus schon. Halt eben nicht so wie der M8. Da bin ich mich von der Street Bob schon anders gewöhnt, was ich auch sehr schätze an dem Motorrad. Aber das darf man, glaube ich, auch nicht vergleichen. Das sind zwei ganz Äpfel und Birnen. Nochmals, die Sitzposition ist einwandfrei. Man fühlt sich wirklich wohl. Die Windschutzscheibe, die ist jetzt in der obersten Position.
und etwa bei mir auf Kinnhöhe, also genau ideal. Leitet den Luftstrom auch sauber über den Helm. Ich habe fast keine Windgeräusche am Helm. Wobei das Motorengeräusch im Stand, ja, also ist natürlich kein Harley-Sound, aber ja, ist okay. Ich glaube, hier hat man schon oder bereits den Screaming Eagle Auspuff montiert. Also man hört vor allem das Pfeifen der Lichtmaschine. Also die Handlichkeit ist wirklich gut. Die läuft irgendwie wie auf Schienen, das ist sensationell. Jetzt bin ich wieder verkehrt. Also das Navi ist ziemlich nutzlos, das muss ich sagen. Ja, das lässt sich sehr feinfühlig und gut manövrieren. Also nicht vergessen, Blinker rückstellen. Ich weiß gar nicht, ist der automatisch oder nicht, aber jetzt musste ich ihn manuell zurückstellen. Sieht so aus, als ob es hier durchgeht. Ah, das ist ein Käse mit diesem Navi. Oh ja, jetzt merkt man, diese Adaptive Ride-Height, die spricht wirklich schön an. Fahren wir mal links. Ja, jetzt sieht man es besser auf dem Navi. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwie einstellen, dass der Zoom-Faktor automatisch sich der Geschwindigkeit anpasst. Ja, jetzt ist besser. Ja, das ist, glaube ich, schon richtig. Ah, wer wählt denn so eine Route? Oh Gott, und jetzt? Ja, das ist ein Käse. Kann man gerade mal noch rangieren, üben, ja, geht. Oh, okay, Kupplung noch etwas ungewohnt. Ich glaube, jetzt geht es geradeaus hier. Ah, aber die Dämpfung ist schon einmalige. So was von bequem. Also das Navi ist nahezu unbrauchbar. Ich habe zwar auch jetzt keine Sprachführung, das kann man scheinbar per Moment, Konzentration. Sonst 1000 Franken Selbstbehalt. So. Eben per Bluetooth kann man das auf den Kopfhörer übertragen. Dann hat man natürlich die Sprachanweisungen, das ist dann auch hilfreich. Diese Route, die Sie ausgewählt haben. Wobei, hat natürlich jetzt einen Vorteil, da kann man gleich mal alles wirklich durchtesten und das Fahrverhalten wirklich mal hautnah auf allen Straßentypen erfahren. Alles ist sehr feinfühlig und wirklich, man hat das Gefühl, man sitzt wirklich auf einem Qualitätsmotorrad und gibt dann viel Vertrauen und Sicherheit. Sieht so aus, als ob es hier links geht oder rechts, keine Ahnung, egal.
Also das Motorrad hat auch unten heraus genug Schub, um zügig voranzukommen. Und jetzt wird es noch schmutzig. Wow. Mega uneben, aber die Dämpfung hat das alles gut geschluckt. Also die Kraft ist auch einwandfrei dosierbar. Da kann man absolut feinfühlig, kann man das vorwärts bewegen. Uppla. Ja, warten wir gerade noch. Stopp hat auch schon geklappt. Ja. Stehposition. Einwandfrei, tipptopp. Ja, Adaptive Ride Height funktioniert. Wobei also jetzt während dem Anhalten merkt man jetzt nicht, dass sich das absenkt. Es ist dann einfach plötzlich unten. Doch, ich habe jetzt gerade geguckt wegen dem Blinker. Also der stellt sich automatisch zurück. Ja, auch von unten heraus. Also recht kernig, man spürt ganz leicht die Vibration des Motors, aber sehr angenehm, also überhaupt nichts zum Reklamieren. Oh doch, eieieiei. Das ist schon ein super Motor. Was ein bisschen nervt, ist dieses Gepfeife vom Alternator. Ja, das ist super. Man kann also wirklich recht schaltfaul hier die steilen Kurven hochfahren. Ja, das ist gewaltig. Juhu! Ah, das macht Spaß. Bremsen sind sensationell. Also wahrscheinlich ist das ganz normal und die Bremsen auf der Street Pop sind einfach so schlecht. Grüezi. Ist komplett spät. Oi. Ja, ich kann's dir. Muss ich umtrüllen? Willst du umdrehen? Kirnberg und für den Wagen weg. Sehr gut, mache ich. Gut. Schönen Tag, Ade. Danke, gleichfalls. Ade. Straße gesperrt, so. Jetzt bin ich ungefähr eine Stunde unterwegs. Die Sitzposition ist immer noch sehr bequem, also ich denke, da kann man dann noch stundenlang weiterfahren. Ich glaube, ich muss mich jetzt langsam wieder auf den Rückweg machen. Ich habe mich verfahren. Ich habe noch etwa eine halbe Stunde und keine Ahnung, wo ich bin. So, gucken wir mal, ob wir das Navi irgendwie benutzen können. Ich muss das mit meinem Navi machen. Irgendwie schaffe ich es nicht hier mit diesem. Oh, so ein Krampf. So. Also ich navigiere jetzt nicht mehr mit dem Harley Navi,
Ich habe mir das Navi hier ans Handgelenk gesteckt, weil ich kam einfach nicht zurecht. Man sieht nicht genau die Position und wo man abzweigen muss. Hoffentlich schaffe ich das rechtzeitig zurück. Ich glaube, ich bin schon zu spät. Peinlich. Anständig fahren. Der Motor ist gut, der zieht, wenn er muss, hat ein bisschen Vibrationen, aber das schätze ich noch, da merkt man, dass er läuft. Sehr angenehm zum Fahren, hängt ganz sauber am Gas, kraftvoll, wirklich gut. Also so für Motorradreisen, und das habe ich ja irgendwo im Hinterkopf, dass ich damit irgendwo weit wegfahren will und dann halt auch Straßen benutzen kann, die halt nicht optimal sind und wahrscheinlich gar nicht möglich für eine normale Harley. So als Adventure-Bike ist das natürlich schon eine tolle Sache. Dann noch mit der entsprechenden Bekofferung, ist das Deutsch, mit den Koffern hinten. Dann ist das schon eine ganz tolle Reisemaschine. Also da hat man wirklich Spaß und fühlt sich sicher und hat wirklich genug Reserven in allen Lagen. Ja, 20.000 Franken kostet die bei uns. Die Special-Ausführung. Das ist dann schon beinahe Offroad hier. Aber die Dämpfung ist sensationell gut, also da überhaupt keine Bedenken, dass das irgendwie zu wenig sein könnte. Das federt wirklich ganz toll. Also, ich fühle mich sehr wohl auf dem Motorrad. Es ist ja, einfach zu fahren, doch. Hat viel Kraft. Gute Federung, gute Bremsen. Toll, tolles Motorrad. Yeah, wieder zurück. Testfahrt ist beendet. Hatte noch ein kurzes Verkaufsgespräch mit Sammy. Sehr kompetente Beratung. Und ja, mit Zubehör, also mit Kofferset, zweimal auf der Seite, dann Topcase und Tankrucksack und Adaptive Ride Height und so weiter. Einfach eigentlich Full House. 25.000. Ist natürlich schon nicht schlecht. Nicht schlecht teuer. Ich war jetzt nicht restlos überzeugt vom Motorrad. Ist schon ein cooles Teil, aber ich schätze halt diese Kraft von unten heraus, die normale, also der Milwaukee 8 Motor hat, und dann hat der, ich weiß gar nicht wie der heißt, der hat auch irgendeinen Namen, da hat er natürlich schon ganz eine andere Charakteristik. Auch viel Kraft, auch toll, gutes Ansprechverhalten, relativ elastisch, aber so diese brutale Kraft von unten heraus, die hat schon, war nicht so da wie jetzt beim M8 Motor. Aber jetzt weiß ich, wie das Ding läuft. Sie läuft gut, sie hat wirklich perfekte Abstimmung
vom Fahrwerk her. Das ist sicher eine ganz, ganz tolle Reisemaschine. Aber so der letzte Funke, also so total verliebt habe ich mich jetzt nicht in die Pan America. Aber vielleicht muss ich mal drüber schlafen und dann kommt die Liebe doch noch. Und, was soll ich machen? Sag mir mal Bescheid unten in den Kommentaren. Vielleicht abschließend als Fazit: Das Motorrad ist wirklich, wirklich gut. Hat ein ganz tolles Fahrwerk, tolle Dämpfung. Der Motor ist sensationell. Relativ elastisch, aber doch hängt ganz sauber am Gas und alles ist gut dosierbar und eigentlich schon nach kurzer Zeit fühlt man sich sehr wohl auf diesem Motorrad. Das ganze Fahrverhalten gibt einem viel Sicherheit und ist einfach angenehm zu fahren, ist ein richtig gutes, rundum stimmiges Motorrad. Vielleicht Nachteile war ein bisschen das Navi, dass man wahrscheinlich mit den entsprechenden Einstellungen halt auch besser anpassen könnte. Und vielleicht noch die wackelige Windschutzscheibe. Aber hat mich jetzt nicht groß gestört. Also das sind wirklich Kleinigkeiten. Da muss man schon suchen, also man findet eigentlich nichts, was wirklich negativ ist an diesem Motorrad. Gut, 25.000 für das Full House mit Koffer, die ganzen elektronischen Schnicksnacks und die mit der Adaptive Ride, siehst du, kann man nicht mehr aussprechen und so weiter. Sicher nützlich, also echt nützlich auch im Alltagsbetrieb. Ja, halt 25.000, ja, ist schon eine Stange Geld. Unterm Strich 90% gut, 10% naja. Und ja, schauen wir mal. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Informationen bringen und einen ersten Eindruck von diesem Motorrad. Bin noch nicht schlüssig. Verliebt habe ich mich nicht, aber vielleicht ist es ja Liebe auf den zweiten Blick. Okay, und tschüss.